Wie sah Ihre Kindheit in Dresden aus? Auch wir haben in Dresden gewohnt. Mein Vater hat ein Geschäft gehabt und ich habe getan, was alle anderen Kinder getan haben. Ich habe auf der Straße Fußball gespielt und habe auch am Sportclub angehört. Das war damals der Bar Kochba, das war der jüdische Sportclub. Da habe ich Leichtathletik. Und dann bin ich in die Schule gegangen und in die Volksschule und später ins Kreuzgymnasium. Und nach dem Kreuzgymnasium musste ich verschwinden. Bin ich auch. Herr Friedmann, welche Gefühle bewegen Sie, hier in Dresden jetzt wieder zu sein? Die Gefühle, die ich habe, sind einerseits meistens traurig aus zwei Gründen. Einer der Gründe ist, dass ich es richtig fühle, dass als junges Kind wurde ich gegen meinen Willen rausgeworfen. Und es wurde mir gezeigt, dass ich nicht hierher gehöre. Das ist einer der Gründe. Und der zweite Grund ist, dass ich eine ganze Zeit meines Lebens verloren habe. Denn viele Sachen, die Leute glauben, dass es ihnen gebührt, habe ich nicht gekriegt. Weil zu den Zeiten, wo ich sie kriegen sollte, zum Beispiel gute Schulung und so weiter, da war ich im Universität, da war ich in einem Lager in Rumänien und habe, was man nur Sklavenarbeit nennen kann, getan. Was erinnern Sie auch positive Dinge an Dresden, an Ihre Kindheit hier? Ach, an Dresden positive Dinge ganz bestimmt. Am Anfang, als ich in Dresden geboren wurde, war Dresden meine Heimatstadt. Ich habe mich als Dresdner gefühlt und ich habe auch nie etwas anderes, ich habe auch damals nichts anderes gekannt. Und deshalb, weil ich mich als Dresdner gefühlt habe, waren die späteren Erlebnisse umso schmerzhafter. Was sind so markante Erlebnisse der Kindheit in Dresden? Markante Erlebnisse. Also wenn mein erstes Sagen, an das ich mich erinnere, und das war, wie Sie vielleicht oder vielleicht auch nicht wissen, die Zigarettenfabriken pflegten Bilder in die Zigarettenschachtel zu legen. Und ja, als 3- oder 4-jähriger Junge habe ich natürlich gesammelt. Das war auch der Zweck der Übung. Und eines schönen Tages stand ich auf der Straße und ein Herr neben mir machte eine Schachtel auf und war gerade im Begriff, das Bild wegzuwerfen. Und da habe ich war hatte gute Manieren, habe ihm gesagt, entschuldigen Sie, werfen Sie das Bild weg? Und er sagt, ja. Und da sage ich, könnten Sie mir das geben? Und er hat mich so angeguckt und hat gesagt, sag mal, bist du ein jüdischer Junge, bist du ein Judenjunge? Und ich habe gesagt, ganz ja, natürlich. Hat er gesagt, dann kannst du es nicht haben, das vor mir zu essen. Das war mein erstes schmerzhaftes Erlebnis, an das ich mich erinnere. Und Positives, viel Positives. Die Schule war gut, ob zwar auch in der Schule späterhin, nach dem 1933, war ich einmal, wir waren nur 2 Juden in einer Klasse von 48 und meine Mitschüler haben sich entschlossen, uns beide zu verprügeln. Der eine war ein schwächlicher Junge und den
haben sie laufen lassen. Aber mich haben sie versucht, anständig zu verprügeln. Ich habe mich in eine Ecke gestellt, um die Möglichkeit haben, mich zu verteidigen. Ich habe auch getan, so best ich konnte. Aber nach wieder Ordinarius in die Klasse gekommen ist, der Herr, ich erinnere mich noch an ihn, der Herr Müller, der ist reingekommen mit einem braunen Hemd und mit der Nazi-Binde auf dem Hakenkreuz. Und ich habe meine Hand gehoben und gesagt, Herr Dr. Müller, die Leute, meine Mitschüler wollten mich verrügen und tun Sie doch bitte etwas drum. Und der Dr. Müller hat sich aufgerichtet und hat gesagt, ja, also, mein Vorname damals hieß Adolf, heute nicht mehr Arzt, können die Sie bestimmt verstehen können. Er hat gesagt, ja, Adolf, sagt er, die Öffentlichkeit ist eben erregt wegen einiger Zufälle, die auch wirklich vorgekommen sind, sagt er. Und so kann ich dir leider nicht helfen. Das war das war ein sehr bedrückendes, ich habe gemerkt, dass die Gerechtigkeit wirklich nicht Gerechtigkeit ist und nicht alle Leute gleich behandelt. Was ist dann geschehen nach der Kindheit oder ja, was dann passiert ist, mein Vater, wie gesagt, hatte ein Geschäft, 2 Geschäfte. Eines hat er geführt und ein anderes hat eine Dame geführt, eine christliche Dame. Und das, wie Hitler zur Macht gekommen ist, hat nach ungefähr 3-4 Wochen, ich an die Zeit erinnere mich nicht mehr genau, hören wir die Klingel in der Türe und meine Mutter macht auf, draußen steht diese Frau, die das Geschäft geführt hat, mit einem SA-Mann, wie gesagt, mit dem braunen, mit dem Gürtel quer über und mit einer Binde und sagte, komm rein und im Laufe des Gespräches sagt der SA-Mann, sagen Sie, wie lange hat die Frau bei Ihnen gearbeitet? Und mein Vater sagte, 15, 20 Jahre. Sagt der SA-Mann gesagt, das ist eine lange Zeit. Warum geben Sie nicht der Frau das Geschäft? Und mein Vater sagte, das muss ich mir überlegen. Und im Moment, wo die weggegangen sind, können Sie sich wo die weggegangen sind, hat meine Mutter angefangen, meinen Vater zu packen und wirklich am nächsten, und er ist weggefahren in die Tschechoslowakei. Und wirklich am nächsten Tag früh morgen läutet die Klingel und da stehen 2 SA-Männer und sagen, wo ist der Max Friedmann, den wollen wir. Und meine Mutter hat gesagt, also hören Sie das, ich hoffe, Sie erwischen ihn. Der gemeine Kerl, ist weggelaufen, hat mich mit 2 Kindern hinterlassen und so weiter. Und was Gefühle anbetrifft, können Sie sich vorstellen, als 12-jähriger Junge oder 13 oder 10, ich weiß nicht mehr genau, wie sich das anfühlt. Da hat man alles verloren, da hat man einen Vater verloren geglaubt, man hat seine Identität verloren, man ist ein Paria. Und ehrlich gesagt, ist nicht alles mit dem Alter zurückgekommen. Wie ich hier nach Deutschland gekommen bin, da habe ich immer zwiespältige Gefühle. Einerseits ist es mein Zuhause, mein Ursprung. Und andererseits wurde ich schwer in den Kopf geschlagen. Was ist weiter geschehen? Ihr Vater ist geflohen? Mein Vater ist geflohen und wir blieben noch in Dresden. Und dann hat mein Vater versucht,
sich irgendwo anders festzusetzen. Und da ist er in viele Länder gefahren, da ist er nach Frankreich gefahren. Aber in Frankreich konnte man kein Geschäft aufmachen, denn die französischen Gesetze damals waren, dass man einen französischen Kompagnon haben muss. Und dass das Geschäft auf den Namen des Kompagnons geht, das ist natürlich ein großes Risiko, wenn man in ein Land kommt und niemanden kennt und dann jemandem anders sein ganzes Vermögen vertraut. Also dort hat es nicht geschafft, dann war er in Österreich, dann war er in Palästina, war es damals, und dann ist er ist in der Bukowina geboren, da ist er zurück in die Bukowina gegangen, um zeitweise zu sehen. Wir sind dann nachher in die Bukowina gekommen und dann sind wir dort schon sitzen geblieben. Es war nicht leicht, ein Land zu finden, in Europa auf alle Fälle, das Flüchtlinge annehmen wollte. Und Sie haben dann dort gelebt mit Ihrem Vater, Ihrer Mutter? Und meiner Schwester. Und Ihrer Schwester? Ja. Und dann sind die Deutschen gekommen? Nein, noch nicht. Dann sind zuerst die Russen gekommen, die Sowjets. Die Sowjeten sind gekommen, eines Tages wachen wir auf. Eines Tages wachen wir auf und wir hören rütteln, die Straße rütteln. Wir schauen durchs Fenster und die russischen Tanks kämen durch die Straße. Also dann habe ich ein Jahr mit den Russen verbracht und ich weiß nicht, ob die interessiert sind, was da passiert ist. Auf alle Fälle war es nicht angenehm. In welchen Orten haben Sie in Dresden gelebt und gespielt? Geboren bin ich auf der Drehgasse, die existiert nicht mehr. Dann haben wir lange Zeit auf der Struvestraße gewohnt, Struvestraße 32. Und da habe ich versucht, wieder hinzugehen. Das Haus existiert aber nicht mehr. Ich glaube, die Struvestraße hört auf bei der 20 oder sowas. Und dann gibt es nichts mehr. Und dann später, für ein Jahr oder 1,5 Jahren, haben wir in der Bankstraße gewohnt, die existiert auch nicht mehr. Übrigens, wenn wir von der Struvestraße sprechen und wenn Sie sagen, ob ich mich an etwas Gutes erinnere, wir haben auf der ersten Etage gewohnt und auf der zweiten Etage war eine christliche Familie, die hieß Arnold. Und die waren fast meine zweiten Eltern. Die waren so prachtvoll. Ich habe mich dort ebenso zu Hause gefühlt, wie bei mir zu Hause. Und das ist eine der besten. Und wie ich hergekommen bin, habe ich im Telefonbuch nachgeschaut, ob ich die irgendwie finden kann. Ich erinnere mich an den Kurt, der hat nämlich nicht ein Loch im Kopf gehabt, aber irgendeine, und habe ihn aber nicht gefunden. Und da habe ich eine Familie Arnold gesehen, habe die angerufen, habe gefragt, sind Sie vielleicht verwandt mit dem so und so? Ich habe gesagt, nein, die haben ihn nicht gekannt. Das tut mir furchtbar leid, denn das sind die Leute, die ich gerne noch einmal sehen möchte. Und was mir das gezeigt und bewiesen hat, ist, dass nicht alle Leute verbissene Nazis waren.